Hallo liebe Monis und herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht weiter mit den Outer Senshi. Wie ihr im Titel schon seht, widmen wir uns heute Sailor Uranus oder auch Haruka Tenno. Viel Spaß! Wie immer fangen wir mit dem Namen an. Haruka Tenno heißt Herrscher des Himmels oder auch ferner Himmelskönig. Der Himmel passt eigentlich gut zu Haruka, denn sie ist ja die Kriegerin des Windes und der Luft. Und die gehören ja auch irgendwie zum Himmel, oder? Außerdem ist sie auch oft distanziert, also in Anführungsstrichen fern. Auch bei den Outers sind die Namen wieder Anspielungen auf die Planeten und das sogar noch offensichtlicher. Uranus heißt auf Japanisch Tennosei. Und ja, da steckt Harukas Nachname drin. Tennosei heißt übrigens Stern des Himmelskönigs. Aber wer ist eigentlich dieser komische Himmelskönig, von dem die ganze Zeit die Rede ist? Dazu kommen wir gleich. Vorher aber noch ein paar kurze Anmerkungen. Natürlich ist Uranus' Outfit auch blau wegen der Himmelssache. Ich denke, das wissen zwar die meisten, aber weil Haruka die Kriegerin des Windes ist, kann sie auch so schnell laufen. Und vermutlich mag sie deshalb auch Rennfahren so sehr, weil man da ja auch sehr schnell ist wie der Wind und zumindest beim Motocross auch den Wind spürt. Sie sagt ja auch öfter, dass sie wie der Wind sein möchte oder ein Sturm kommt auf. Zu ihren Attacken kann man sagen, zumindest dieses Space Sword Blaster passt auch irgendwie zum Himmel, auch wenn der Weltraum eigentlich über dem ist, was wir Himmel nennen. Und noch etwas Interessantes. In Japan gibt es 3 Toninsignien, also 3 Schätze, nämlich ein Schwert, einen Spiegel und ein Krummjuwel. Na, an was erinnert euch das? Natürlich an die 3 Talismane. Daher kommt dann auch Uranus Space Sword. So, kommen wir zu diesem ominösen Himmelskönig. Damit ist der römische Gott Uranus oder Kaelos gemeint, was beides Himmel bedeutet. Im Griechischen heißt er Uranos. Er ist der Himmel in Göttergestalt. Uranus ist der drittälteste Gott überhaupt und herrschte in erster Generation über die Welt. Seine Mutter und gleichzeitig auch Frau ist Gaia, die Personifikation der Erde. Ja, römische und griechische Mythologie ist manchmal echt strange. Er hatte viele Kinder, unter anderem die Aphrodite und die Titanen. Die Titanen hat er aber gehasst und obwohl es seine Kinder waren, hat er sie unter die Erde gesperrt, möglicherweise aus Angst oder Eifersucht. Das wollten sich die Titanen aber nicht gefallen lassen und so wurde Uranus von seinem Sohn Saturn entmachtet und auch entmannt. Darauf werde ich jetzt aber nicht mal näher eingehen, denn ich glaube, man kann sich irgendwie denken, was entmannen heißt. Jedenfalls finde ich es interessant, dass Saturn ein Kind von Uranus ist. Klar, natürlich ist Haruka nicht Hotarus Mutter, aber sie und Michiro haben Hotaru ja in Staffel 5 aufgezogen. Und übrigens, nein, Uranus und Neptun waren in der Mythologie leider nicht zusammen. Ach ja, eine interessante Info zum Gott Uranus gibt es noch. Mit ihm ist nämlich das männliche Element in die Welt gekommen. Ich denke mal, deshalb fühlt sich Haruka auch zum Teil als Mann. Was aber bekanntlich auch dazu beigetragen hat, war das Takarazuka Revue Theater. Es heißt ja, das war die Inspiration zu Haruka und Michiro, weil dort eben Frauen auch männliche Rollen spielen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Gott Uranus auch irgendwas damit zu tun hat. So, kommen wir zum Planeten. Der Uranus hat eine hellblaue Farbe, weshalb er wahrscheinlich auch nach dem Himmelsgott benannt wurde. Er hat 27 Monde und nach einem von ihnen wurde wieder einmal Harukas Schloss benannt. Das Miranda Castle oder wie man das auch immer ausspricht. Für den Planeten gibt es 2 offizielle Symbole. Sailor Moon nutzt aber das Symbol, das eher in der Astrologie verwendet wird. Dieses soll ein Haar darstellen und steht für den Entdecker des Planeten Herschel. Okay, Astrologie. Haruka ist Wassermann. Und auch wenn sich der Name nicht so anhört, das Sternzeichen gehört zum Element Luft. Und das passt wiederum wieder zu Wind und Himmel. Wassermänner gelten als Freigeister, prinzipientreu, tolerant, unabhängig, feinfühlig, verschlossen und rebellisch. Also tolerant würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, wenn man sich mal ihre Einstellung gegenüber den Starlights ansieht. Anderen gegenüber ist sie jetzt auch nicht unbedingt feinfühlig, außer bei Michiro. Aber sie ist auf jeden Fall ein Freigeist, der ihren Prinzipien treu bleibt. Außerdem ist sie rebellisch und auch verschlossen, also ich denke, das passt so einigermaßen. Die Blutgruppe B hatten wir zwar schon bei Venus, aber ich lese nochmal vor. Solche Menschen sollen leidenschaftlich, stark und zäh sein, aber auch individualistisch bis egoistisch. Entscheidungen treffen sie selten aus dem Bauch heraus und auf andere Menschen sollen sie eher ernst bis kühl wirken. Stark nach eigenen Regeln leben und wenig auf die Gefühle ihrer Mitmenschen Rücksicht nehmen.
Ja, das passt schon, denn ich denke, sie kann schon ziemlich egoistisch sein und gerade die Outer Senshi sind ja mit ihren Ansichten ein bisschen radikal. Kühl kommt sie anderen gegenüber auch oft vor. Was sagt ihr denn? Passt die Beschreibung? Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal werfen wir dann einen Blick auf Neptun. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, sage ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.